Was geht, Freunde? Willkommen zum neuen Spiel aus unserer Regionalliga-Saison. Das Spiel nach dem Strahlen-Spiel, wo ich mein erstes Tor gemacht habe. Wir spielen heute gegen den 1. FC Köln. Strahlen war schon ein wichtiges Spiel für uns, weil ja, wir gegen direkten Konkurrenten unten im Abstiegskampf gespielt haben. Das gleiche ist heute mit Köln der Fall, deswegen mega wichtig. Wir schauen auf die Tabelle. Da sehen wir, dass Köln noch auf keinem Abstiegsplatz steht. Mit 28 Punkten sollten wir heute gewinnen, kommen wir mit 24 Punkten Köln natürlich schon extrem nahe. Wir wollen Köln ordentlich Druck machen und da unten ein Stück weit rauskommen, und würden wir heute gewinnen, würden wir auf jeden Fall ja schon mal einen Platz klettern, obwohl Aalen natürlich noch ein Spiel weniger hat. Wir starten mit der Aufstellung und dann rein ins Spiel. Viel Spaß, Freunde. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir mit der gleichen Formation und Aufstellung wie letzte Woche spielen, außer 2 Änderungen. Auf der rechten Seite spielt nicht Umut, sondern Kim, und vorne im Sturm spielt nicht Dennis, sondern Simon. Dennis war leider gelb gesperrt an diesem Wochenende. Alle Spiele der Regionalliga West, live und on demand auf Sport Total. Wir spielen in unseren schwarz-weißen Trikots von links nach rechts, Freunde, und ihr seht schon, Simon und ich sind vorne. Jetzt bekomme ich auch den ersten Ball und leite ihn hier mit der Hacke auf Simon weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, ob es nicht sogar vielleicht abseits war, aber Simon nimmt sich hier den Schuss, schießt leider, ich glaube, drüber und vorbei. Aber der erste Abschluss schon nach 4 Minuten von uns. Offensiv ging auf jeden Fall was. Genauso aber auch bei Köln. Jetzt hier nach 10. Minute kommen die nach vorne und kommen hier über die linke Seite durch die Mitte und nehmen sich dann den Abschluss. Aber kein Problem für Kili, der kann den Ball festhalten. Dann sind wir in der 16. Minute. Wir können vorne nicht genug Pressing aufbringen und dann kommt Köln durch die Mitte, hier über die Nummer 21, chippt jetzt den Ball nach vorne, dann macht der Stürmer den Ball gut fest, hier wird abgelegt und Bre schmeißt sich in den ersten Schuss, schmeißt sich in den zweiten Schuss und auf einmal hört man einen Pfiff und der Schiri zeigt auf den Punkt. Ich dachte im Spiel, auf gar keinen Fall ist das Hand. Bre sagte aber danach im Spiel schon, dass er ihn mit der Hand berührt und der Ball natürlich auch irgendwo vielleicht auch aufs Tor gegangen wäre. Von daher eine vertretbare Entscheidung. Sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr bitter, und ich glaube, ja, Bre kann man nichts vorwerfen. Der schmeißt sich einfach komplett in den Schuss hier. Die erste Aktion blockt er schon sehr gut und dann, mein Gott, er will einfach nur den Schuss verhindern und hält ihn dann, ich glaube, so gut wie Kili ihn vielleicht auch noch halten konnte. Wie ein Torwart schmeißt er sich da rein. Naja, Elfmeter für Köln, Kili zwischen den Pfosten, der Schütze tritt an und macht den trocken rechts unten rein und verlädt Kili in die von uns aus gesehen linke Ecke. Sehr ärgerlich, dass Köln jetzt hier in Führung geht. Aber mein Gott, es war Anfang erster Halbzeit. Wir wussten, es ist auch extrem viel Zeit. Und, ich hatte auf dem Platz auch gar nicht so das Gefühl, dass uns das jetzt so krass aus der Ruhe bringt, weil wir vorher auch ganz gut im Spiel drin waren. Deswegen, nächste Aktion gehört auch uns. Es ist ein Eckstoß in der 23. Minute, also echt nur ein paar Minuten später. Phil bringt den Ball rein und wer macht das Tor? Bre. Macht quasi seinen Fehler von gerade wieder gut. Ich bin der Erste, der zum Jubeln bereit stand. Richtig geil. Wir machen hier den Ausgleich. Echt nur ein paar Minuten später. Ist auch für uns mega wichtig fürs Gefühl und auch für jeden von euch, wenn man direkt nach dem Gegentor den Anschlusstreffer macht. Richtig, richtig stark. Und ja, jetzt haben wir hier den Ausgleich erzielt. Es steht 1:1. Hat mich extrem gefreut für Bre, weil ich glaube, das mit dem Handspiel hat er absolut nicht extra gemacht. Somit konnte er seinen Fehler hier wieder ein bisschen ausbügeln. 20 Minuten später, eigentlich exakt die gleiche Situation. Phil bringt den Ball rein und dann ist es Jeff, der den Ball nicht so richtig aufs Tor bringen kann. Sehr, sehr schade hier. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Tom bringt den Ball nach vorne. Der geht erst zum Gegner, dann kann er ihn aber zurückerobern. Kim schnappt sich den Ball und dribbelt über die rechte Seite, spielt auf Tom. Tom sieht Simon in der Mitte. Simon dribbelt auf die Kette zu. Ich deute so einen kleinen Laufweg an und Simon knallt den Ball einfach rein. Was ein starker Abschluss. Man muss aber auch sagen, der Torwart muss den ganz, ganz klar halten. Der flutscht dem Torwart hier so an der Hand vorbei. Ich weiß, ich habe es nicht genau gesehen, ob der Ball beflattert ist, aber ja, wird wohl so sein. Auf jeden Fall steht es jetzt hier 2:1 für uns. Spiel gedreht, absolut verdient, finde ich, zu dem Zeitpunkt. Auch hat mich sehr gefreut für Simon, der hier für Dennis in der Startelf steht und ja, macht jetzt hier sein erstes Tor für uns, für die SGW. Richtig, richtig geil. Ihr seht es auch an meiner Reaktion. Unnormal gefreut. Und es steht 2:1 für uns, Freunde. Jetzt nächste Aktion. Ihr seht, wir laufen beide in die Spitze. Simon bekommt aber den Ball, geht eigentlich allein aufs Tor zu und ist dann einen Schritt zu langsam und auch sehr, sehr gut verteidigt dann vom Innenverteidiger oder Außenverteidiger von Köln. Sehr, sehr stark gemacht. Im Gegenzug, nämlich dieser Angriff jetzt von Köln über die rechte Seite, ein Doppelpass. Jetzt ein doppelter Doppelpass und Bre rutscht hier aus und zieht irgendwie am Kölner Gegenspieler. Es wird auf jeden Fall gepfiffen. Ich dachte mir vorne, hey, okay, der rutscht aus. Was jetzt aber passiert, ist natürlich unfassbar hart. Ihr erinnert euch, Bre hat fürs Handspiel am Anfang gelb bekommen und kriegt jetzt hier gelb-rot in der 51. Minute. Das ist so bitter, Freunde.
Und ich muss leider dazu sagen, dass es mich taktisch getroffen hat, dafür ausgewechselt zu werden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr taktisch rausgenommen hättet. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt ausgewechselt. Wir sind noch zu 10. Ich habe mich unfassbar geärgert. Und ja, jetzt hier die nächste Aktion, wo Kim echt vom Platz hätte fliegen müssen, muss ich sagen. Alter, das ist einfach ein Kopfstoß. Er wurde sehr provoziert vorher und gegen Schienbein getreten, hat er gesagt. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber er kommt jetzt hier mit Gelb davon, sonst wären wir einfach in doppelter Unterzahl gewesen. Naja, wir sind zu 10. Ich extrem sauer auf der Bank gesessen, aber Hoffnung, dass wir hier den Dreier auf jeden Fall nach Hause fahren. Köln kommt jetzt hier über die rechte Seite, spielt den Ball in die Mitte und die 21 mit einem Sonntagsschuss am Samstag. Es steht 2-2. Freunde, richtig scheiße. Ich dachte, der ist den noch komplett verrutscht oder der wollte ihn genauso haben. Extrem geiles Tor, kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Richtig, richtig stark gemacht und ja, auch kein Vorwurf hier an Kili. Ein sehr, sehr starker Schuss genau ins Eck und dann steht es 2-2, Freunde. Ihr wisst, Viertelstunde noch und ihr wisst auch, was zum Schluss möglich ist schon. Wir haben extrem viele Punkte noch geholt zum Schluss, deswegen Hoffnung auf jeden Fall war da. Jetzt bekommt der Trainer hier von Köln die gelbe Karte. Wegen Meckern habe ich gar nicht richtig mitbekommen, muss ich sagen. Ich stand die ganze Zeit, ich konnte gar nicht mehr sitzen auf der Bank. Ich war so nervös. Esser spielt jetzt hier den Ball auf Marco. Marco hat eigentlich ein extrem starkes Spiel gemacht. Verliert jetzt hier allerdings den Ball. Ich würde in der Wiederholung sagen, es ist kein Foul. Im Spiel habe ich safe gedacht, dass es ein Foul ist. Und Köln spielt jetzt hier den Ball und der kommt irgendwie durch, Freunde. Und Köln macht jetzt hier das 3-2. Wie bitter kann das eigentlich sein? Wie dieser Ball durch alle auch durchrutscht, ist so sinnbildlich für die zweite Halbzeit von uns. Da Freddy versucht noch irgendwie dran zu kommen und der Ball rutscht auf den zweiten Pfosten auf den Stürmer. Es steht jetzt 3-2. Der Stürmer hat irgendwie provokant zu unseren Fans gejubelt und vorher schon gelb gesehen, fliegt jetzt hier auch vom Platz. Da habe ich echt nochmal Hoffnung bekommen, weil ich mir dachte, wir haben 7, die 88. Minute und es sind bestimmt noch 3-4 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, wir haben noch 6 Minuten, um hier in Gleichzahl das Ganze noch zu richten. Ja, Freunde, ihr seht jetzt aber, wir sind schon in der 95. Minute, steht immer noch 3-2 für Köln. Köln spielt den Ball nach vorne und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Wie bitter. Wir gehen 1-0 in Führung, drehen dann das Spiel auf 2-1 und Köln dreht das Spiel wieder auf 3-2. Extrem bitter, wir waren mega traurig, ich bin immer noch sehr, sehr traurig. Vor allem, wir machen mal direkt den Umschwung auf die Tabelle nachher. Wie immer noch auf Platz 17. Köln konnte einen nach oben klettern mit 31 Punkten jetzt. Und ja, wir können jetzt einfach nur noch darauf hoffen, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Was geht, Freunde? Wir haben jetzt ungefähr 3 Wochen nach dem Köln-Spiel und ich muss euch noch mal ein kurzes Update machen, weil so wie ich es kommentiert habe, war es nicht richtig. Ihr habt es vielleicht schon in den Medien mitbekommen, Köln hat einen Wechselfehler begangen. Und zwar darfst du als U-Mannschaft nur eine gewisse Anzahl an Spielern auf dem Platz haben, die älter sind als 23. Köln hat zum Schluss Spieler eingewechselt, wodurch diese Regel gebrochen wurde, was uns gar nicht aufgefallen ist. Nach dem Spiel ist es dann aufgefallen, dass nur die Mannschaft, die den Wechselfehler begangen hat, einen Nachteil bekommt und quasi die Punkte abgezogen bekommt. 2 von den Spielern, die halt zu alt waren auf dem Platz, waren maßgeblich an dem Tor beteiligt, wodurch wir das 3-2 bekommen haben. Das heißt, ja, wir finden es halt unfair, dass nur Köln quasi die Punkte abgezogen bekommt und wir haben vor Gericht Recht bekommen und haben quasi die 3 Punkte bekommen. Die Tabelle wird dadurch noch spannender und die ganze Situation komplett krass. Also jedes Spiel, was wir jetzt gewinnen, kann uns quasi unten aus dem Abstiegskampf rausholen. Und ja, ich wollte euch noch mal ein kurzes Update geben, damit ihr auch auf dem neuesten Stand seid. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon mal Erfahrung mit sowas gemacht. Und ja, das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Haut rein. Ciao, ciao.